In diesem Video machen wir aus einem G63 6x6 AMG ein Einzelstück in Brabus Optik. Am Ende des Videos siehst du dann das fertige Monster. Viel Spaß dabei! Für alle, die Brabus nicht kennen, hier eine ganz kurze Erklärung. Brabus ist eine Edeltuning-Firma aus Bottrop, geführt von Konstantin Buschmann. Das ist der Sohn des Firmengründers Bodo Buschmann. Brabus ist für maximale Leistung und maximale Qualität bekannt und das Unternehmen verfügt über eine ganz tolle Firmenkultur. Der Leitsatz von Brabus ist One Second Wow. Bedeutet also, wenn du etwas von Brabus siehst, muss dich dieses Produkt innerhalb von einer Sekunde überzeugen und du musst denken, wow, das möchte ich unbedingt haben. Das Unternehmen hat wirklich ganz spannende Produkte und es gibt ganz viele Videos hier auf YouTube zum Thema Brabus. Es lohnt sich wirklich da mal reinzugucken. Ich selbst bin ein sehr großer Fan und genau aus diesem Grund möchte ich heute diesen Traxxas TRX6 mit dir zusammen im Brabus-Style veredeln und ich denke, das wird gut. Was benötigen wir denn jetzt eigentlich, um so ein Fahrzeug zu bauen? Nun ja, zum ersten brauchst du deine Karosserie, wie bei mir jetzt zu sehen, fertig lackiert, aber ansonsten im Rohzustand. Die Aufkleber, die sind vielleicht bei dir schon drauf, genauso wie die ganzen Anbauteile, die hier an diese Karosserie noch drankommen müssen. Und dann wird es natürlich ganz wichtig, wir brauchen Brabus Tuning-Teile. Die zeige ich dir im Laufe des Videos nochmal ganz ausführlich. Wir haben hier so einen anderen Kühlergrill, Lufteinlässe, unter anderem auch Lampengitter. Das wird richtig spannend. Für die Montage empfehle ich dir auf jeden Fall hier so ein Feinmechaniker-Werkzeug. Diese Schrauben bei diesen Zubehörsachen sind sehr klein und da kannst du wirklich ganz wunderbar mit so einer Box arbeiten. Starten werde ich mit den Karosserieaufklebern. Ich denke, das brauche ich dir jetzt nicht genau im Detail zeigen. Wir haben hier ja nicht so viele Aufkleber mit dabei. Aufkleber ganz normal kleben und im Nachgang vielleicht einmal mit dem Föhn drüber gehen, den Aufkleber nochmal ein bisschen glatt streichen, sodass dieser wirklich perfekt sitzt. Na, um diese Veränderung zu sehen, muss man wirklich schon genau hingucken. Hier vorne haben wir jetzt die Aufkleber, hier hinterm Kühlergrill die Aufkleber, Scheibenumrandungen. Wir haben hier auch noch mal so ein paar Lufteinlässe mit dabei. Das war es aber auch schon. Was mir bei den Traxxas Aufklebern wirklich sehr gut gefallen hat, dass diese vorausgestanzt waren und auch sehr stabil waren. Die waren also wirklich kräftig und dick, dass, wenn ich sie abgezogen habe, dass sie auch ihre Form behalten haben. Bei Tamiya kenne ich es zum Beispiel teilweise so, dass wenn man die Aufkleber wirklich abzieht, dass sie sich dann auch so ein bisschen kräuseln. Das hatte ich hier zum Glück gar nicht. Nach dem nächsten Step sollte man deutlich mehr sehen, denn jetzt kommen die Anbauteile dran. Bei der Karosserie war hier so eine nette Anleitung von Traxxas mit dabei und du siehst schon, was wir hier gleich alles dran setzen müssen. Zierleisten, Kühlergrill, den lassen wir nochmal weg, aber zum Beispiel die Außenspiegel, die Lampen natürlich, das mache ich jetzt auch nochmal ganz in Ruhe und zeige dir jetzt das Ergebnis. Oh Junge, der Wagen ist kaum wieder zu erkennen. Schau mal, was diese Anbauteile für einen Unterschied machen. Boah, so langsam sieht man wirklich, wo die Reise hingeht und jetzt geht es an das Brabus Tuning. Anfangen möchte ich hier mit dem Kühlergrill, denn bei diesem Brabus Kühlergrill haben wir diese Streben verchromt und bei den Brabus Masterpiece Modellen ist es so, dass zwei Streben immer in einer Farbe sind. Ich möchte zwei äußere Streben ganz gerne in Rot machen, bedeutet, ich färbe die jetzt einmal und auch am Auspuff möchte ich etwas rot umranden. Ich möchte das einfach mal versuchen zu tupfen. Ich mache das hier mit so einem alten Teststäbchen. Guck mal, meine Farbe ist nämlich inzwischen relativ dick. Ich hoffe, dass ich das schön auftragen kann, indem ich das da so ein bisschen drauf tupfe.
Streben sind ja wirklich sehr, sehr fein. Und so schlecht sieht es gar nicht aus, wie ich finde. Das war die erste. Zweite Strebe kommt auch. Ich gehe jetzt noch mal ganz vorsichtig rüber und schaue noch mal, ob ich irgendwo was vergessen habe. Selbiges Prozedere jetzt auch noch mal mit den Endrohren. Die möchte ich hier einmal rot umranden. Warum mache ich das Ganze? Bei Brabus kann man den Auspuff so bestellen, dass der hier ringsrum eine rote LED-Beleuchtung hat. Das ist in Deutschland während der Fahrt nicht zulässig, ist aber in anderen Ländern freigeschaltet. Und ich möchte dieses Thema einfach aufgreifen, indem ich die Sidepipes, die Endrohre, einmal rot umrande. Und ich glaube, das passt auch ganz gut zu dieser roten Felgenumrandung. Während die Sidepipes und der Kühlergrill trocknen, widmen wir uns den extra Lufteinlässen an der Karosserie. Diese Lufteinlässe kennt man unter anderem vom Brabus 800. So sieht das Ganze mal aus. Hier haben wir so einen doppelten. Da kann man auch wirklich durchgucken. Das sind auch tatsächlich echte Lufteinlässe. Das war die Front und das hier ist jetzt für hinten. Wir können das Ganze ja mal grob dran halten. Die werden später angeklebt. So. Der doppelte, der kommt hier vorne hin. Der sitzt auch schön. Was mir jetzt natürlich auffällt, dass jetzt hier mein V8 Turbo Logo gar nicht mehr zur Geltung kommt. Aber gut, was tut man nicht alles für die Optik? Dann verschwindet das Logo halt. Aber woanders als dorthin hätte es auch einfach nicht gepasst. Jetzt nehmen wir uns nochmal so ein hinteres Teil. Da muss ich dann erstmal schauen, wie die sitzen. Natürlich habe ich jetzt die Beifahrerseite erwischt. Man kennt es. So sitzt das dann hier hinten. Das Ganze wird mit so einem klassischen Klebeband hier festgeklebt. Das mache ich jetzt auf beiden Seiten und zeige dir das Ergebnis. Das sieht richtig schön massig und kräftig aus. Diese Lufteinlässe lassen sich ganz prima aufkleben. Da haben wir es. Das Logo habe ich dann darunter entfernt. Und hier auch da hinten. Gefällt mir gut und würde ich auf jeden Fall wieder machen. Das kommt der Optik sehr zugute. Ein sehr wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Es handelt sich hierbei natürlich nicht um Brabus-Teile. Brabus fertigt nur Teile für Autos im Maßstab 1:1 und hat im Modellbau hier nichts wirklich verloren. Diese Teile habe ich auf dem Zubehörmarkt gekauft und ich finde, sie passen einfach super, um dieses Fahrzeug als Brabus-Look zu zeigen. Und diese Teile, die verkaufe ich auch nicht, sondern ich habe es hier wirklich nur für mein privates eigenes Fahrzeug benutzt. Und wenn du so etwas nachbauen möchtest für dein Auto, dann musst du mal auf dem Aftermarkt schauen. Dort gibt es die ein oder anderen Teile, die sehr stark an Brabus erinnern. Weiter soll es gehen mit den Lampengittern. In einem vorherigen Video dieser Tuning-Reihe habe ich hier gezeigt, wie ich die Löcher schon vorgebohrt habe. Und jetzt geht es daran, diese Lampengitter zu montieren. Wir haben Gitter für die Blinker der Motorhaube, für die Front und für die Heckscheinwerfer. Diese werde ich jetzt ganz einfach nur noch dran schrauben und auch das dürfte optisch nochmal einiges bringen. Wir stehen nun kurz vor der Vollendung dieses wunderbaren Fahrzeugs. Die Lampengitter sind dran. So sieht das Ganze aus. Ist Geschmackssache, ob man das Ganze mag oder eben nicht. Was jetzt noch fehlt, ist der charismatische große Kühlergrill. Den setze ich jetzt noch auf und übergebe in einen kleinen Carporn zum fertigen Fahrzeug.